1. Samuel, Kapitel 16, Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel: Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel. Fülle dein Korn mit Öl und geh hin, und ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König auszuersehen. Wir sind in einer Zeit, wo einfach sich viel bewegt. Gott viel tut in der Weltgeschichte, aber auch im Geistlichen. Und jeder von uns hat auch unsere eigene Geschichte. Ich hoffe, dass du dich erinnerst an den Tag, wo Gott dich errettet hat, wo du eine klare Entscheidung für Jesus getroffen hast. Der Tag, wo Gott dich berufen hat, ihm zu dienen. Ich habe es immer wieder erwähnt, diesen Tag 96, wo ich auf diese Anbetungskonferenz war und Gott mich so berührt hat, einfach mit seiner Herrlichkeit, mich berufen hat, um ihm zu dienen. Und ich wusste damals natürlich nicht, was das alles bedeuten wird. Ich habe gedacht, ja, ich werde ihm dienen, mit der Gitarre, mit der Jugend vielleicht und so weiter. Keine Ahnung, was es bedeutet hat, Gott zu dienen. Ich habe keine Ahnung gehabt, ob es Vollzeit wird oder so weiter. Aber das sind so diese herrlichen Momente, wo Gott einfach uns beruft und unser Leben wirklich total einfach umkrempelt und einfach uns eine ganz neue Richtung gibt. Und das war so eine Zeit auch für Israel in dieser Zeit. Wir sehen hier der große Prophet, Richter Israels, Samuel. Und er steht in einer, sag ich mal, Zeit der Entscheidung. Die alte Zeit und die neue Zeit. Und es gibt solche Zeiten, wo wir einfach dazwischen stehen, zwischen das, was war, was vielleicht auch ganz gut war und was nicht heißt, dass es schlecht war, dass es nicht gesalbt war von Gott und das, was kommt. Und es gibt auch diese Zeiten, wo du dich fühlst, das Alte, was es war, was ich gemacht habe, das fühlt sich als wertlos. Es fühlt sich als nichts gebracht hat. Diese Zeiten der Entmutigung. Und so eine Zeit war auch diesen Prophet Samuel. Und er hat erkannt, und Gott hat ihm zu ihm klar gesprochen, es braucht einen Neuanfang. Es braucht eine frische Salbung. Denn Gott tut immer wieder was Neues. Sein Wort ist bestehen, sein Charakter ist bestehen, aber Gott ist ständig am Wirken. Und er bleibt nicht in dem Alten. Es gibt zwei Sachen in unserer Zeit, die Konstanten sind. Und das ist die Zeit und das ist die Veränderung. Wir haben jeden Tag für uns 20 Stunden zu leben und wir wissen, jeden Tag wird eine Veränderung oder sich was verändern. Es bleibt nicht alles gleich. Unser Körper verändert sich, unsere Kinder verändern sich und auch unsere Arbeitsstelle und Gemeinde verändert sich. Es gab eine Frau, die kam zum Pastor und hat gesagt, Pastor, willst du jetzt schon wieder was ändern? Ich mache keine Veränderung, ist doch so schön und okay, wie das ist. Und der Pastor hat gesagt, ja, okay, ich respektiere, das ist deine Meinung, aber Pastor, ich muss dir was zeigen. Komm, ich muss dir zeigen, ich habe ein neues Auto gekauft. Und guck mal, wie cool dieses neue Auto ist. Es hat diesen neuen tollen Schlüssel. Und wenn du das drückst, dann zündet sich das Auto von alleine an und die Lichter gehen an und die Klimaanlage geht an. Wie toll das ist. Manchmal denken wir im Geistlichen, soll es keine Veränderung geben, aber im Natürlichen mögen wir doch sehr wohl, wenn sich was zum Guten ändert. Und so stand Samuel einfach in diese Entscheidungszeit und einfach gesehen hat, es braucht frische Salbung. Und heute geht es um die Salbung. Wir wollen heute einen Salbungsgottesdienst feiern. Wir werden jetzt gleich dazu kommen. Aber es gibt 3 wichtige Sachen, die eine authentische, göttliche Salbung vom Heiligen Geist tragen. Und die erste ist die Berufung. Eine Salbung braucht eine Berufung. Eine Salbung ohne Zweck, ohne Berufung ist eigentlich sinnlos und zwecklos und wird einfach alt und stinkig. Samuel hat hier eine klare Berufung, einen klaren Auftrag von Gott bekommen. Er war damals der Richter Israels, der Prophet Israels. Und zuerst hat ihn Gott beauftragt,
den Saul zu segnen. Und ich staunte immer wieder, wie der Heilige Geist es wieder geführt hat mit Alex und seiner Einleitung. Gott, sein Herzenswunsch war, dass Israel kein menschlicher König hat. Er war doch selber als Gott höchstpersönlich der König Israels. Aber leider, so wie wir Menschen sind, war das den Israeliten nicht genug. Sie haben sich rumgeschaut, was die anderen Völker haben gesehen, sie haben Könige, sie haben Herrscher über sich und sie wollten auch einen menschlichen König haben. Das war überhaupt nicht nach dem Herzen Gottes. Aber manchmal, wenn wir Sachen unbedingt wollen, dann wird uns Gott das auch mal gewähren. Da müssen wir echt aufpassen, was wir wollen und ob es wirklich im Willen Gottes ist. Die Israeliten haben immer wieder einfach gemordet und einfach sich geklagt, sie wollen einen König. Und Gott hat gesagt, okay, ihr möchtet einen menschlichen König, ich werde euch eins geben. Er schickt Saul, um einen König auszusuchen. Und ich habe die Tage ein bisschen diese Kapitel durchgeflogen über Saul. Und es war erstaunt zu finden, also als Samuel ging, um Saul zu salben, hat sich der Saul versteckt bei den Geräten, sozusagen in diesem Arbeitshütte oder so, wo die ganzen Geräte standen. Er wollte gar nicht König sein. Das war gar nicht seine Berufung oder so. Aber weil es Menschen erzwungen musste, haben sie ihn auserwählt. Wisst ihr warum? Weil er ein Kopflänge höher war als andere. Das war die Qualität, für die er als König auserwählt wurde. Nur einfach, weil er der Höchste, der Größte war, einfach von seinem Volk in dem Moment. Das ist eine tolle Qualität, oder? Für einen König, ne? Weil du der Größte bist. Und ja, der hat sich versteckt. Saul hatte aber einen kleinen Auftrag von Gott, hat ihn gesalbt. Und tatsächlich, erstaunlich, am Anfang ging es sogar ganz gut. Es steht, dass Saul angefangen hat zu prophezeien. Der hat mit den Propheten Israels damals auch mit prophezeit und die Leute wurden erstaunt. Saul ist jetzt unter den Propheten, haben sie gefragt. Oh, das wird aber vielleicht doch gut. Ja, vielleicht war das eine doch gute Entscheidung. Leider hatte diesen König Saul erstmal nicht wirklich die göttliche Berufung. Das war menschlich erzwungen und dann hat er nicht den Charakter, einen König, der Gott Herr zu sein. Der hat so viele Dummheiten gemacht, das ist unglaublich. Ich hab gestern einfach ein paar Sachen mir angeschaut. Er hat einmal, könnte nicht warten auf den Propheten Samuel, dass er kommt und dass er das Opfer vollbringt, wie das einfach sein sollte, dass der Prophet, dass der Richter das Opfer vor Gott bringt, hat es selber gemacht, weil das überhaupt nicht in seine Kompetenzen, in seine Berufung war. Das hat Gott nicht geehrt. Eine andere Dummheit, die er gemacht hat, die waren mitten im Kampf. Und sein Sohn hat diesen Kampf angefangen, die waren am Singen. Und er war so gierig jetzt, dass sie dann so viel Beute wie möglich einfach einfahren von seinen Leuten. Da hat es seinen Krieger, seine Armee verboten zu essen. Also die waren mitten im Krieg, sie waren am Kämpfen und sie durften nicht essen. Und die wurden dadurch natürlich auch gestreckt, weil sie mussten kämpfen gegen die Philister, aber sie durften gar nicht essen. Und dann hat einfach auch Benjamin gesagt, das ist so, Jonathan, Entschuldigung, hat einfach gesagt, das ist so sinnlos, was da mein Vater macht. Warum sollen wir einfach mitten im Krieg nicht essen dürfen? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, das war keine Anordnung von Gott. Einfach eine menschliche Sache. Und so weiter. Und mit vielen solchen Sachen hat er einfach Gott entehrt. Und Gott hat seine Salbung zurückgezogen von Saul und einfach seine Salbung war nicht mehr da. Das, wisst ihr, das Tragische ist, man kann noch die Position vielleicht haben oder die Gaben, die Begabung, kann sie menschlich auch versuchen weiterzuführen, ohne die Salbung. Das ist, was Saul versucht hat zu haben. Er war immer noch der König, er hatte seine Begabungen, er war immer noch gut aussehend und so weiter, immer noch groß, aber die Salbung war weg. Und wisst ihr, Freunde, es ist ein sehr gefährlicher Ort, da zu sein, wo du ich in unserer menschlichen Begabung, in unserer menschlichen Kraft
dienen können, vielleicht die Position noch ausführen, aber die Salbung weg ist. Das gilt nicht nur für Prediger und nicht nur für geistliche Dienste, das kann man genauso übertragen auch für jeden Dienst oder Arbeit, die wir tun. Es ist kein guter Ort, ein begabter Arzt zu sein, aber ohne Freude, ohne Mitleid, ohne Begeisterung für deinen Beruf zu dienen. Oder ein Lehrer oder ein Verkäufer oder was auch immer für deine Arbeitsstelle, ein Handwerker. Wenn die Salbung, diese Freude Gottes nicht mehr da ist in dem, was wir tun, dann ist das ein gefährlicher Ort. Und in diesem Ort war Saul und in diesem Ort war Israel. Sie haben weitergemacht, was zu tun war, aber die Salbung Gottes, der Segen Gottes, war nicht mehr da. Und das war ein schrecklicher Ort zu sein. Und es geht weiter. Und wir sehen, dass einfach dieser Prophet Samuel gefangen war zwischen diesen Zeiten. Zwischen dieser Vergangenheit, seiner Vergangenheit, diese große Enttäuschung, die er hatte mit diesem König Saul, und jetzt in die Berufung und die Bestimmung, die auf seinem Leben liegt, den neuen, den gottgewollten König zu salben. Und in 1. Samuel aber sagt Gott ganz klar: Samuel, fülle dein Korb mit Öl und gehe hin und such mir meinen neuen, gottgesalbten König. Interessant ist auch hier, Gott fragt ihn nicht, warum bist du traurig, sondern wie lange noch willst du eigentlich da in diese Verzagtheit, in diese Depression, in dieser Niedergeschlagenheit bleiben? Wie lange noch? Es ist nicht so, dass Gott uns nicht versteht. Gott weiß, warum wir vielleicht niedergeschlagen sind, warum wir verletzt sind, wo unsere Enttäuschung, wo unsere Verluste waren. Gott weiß das. Er fragt nicht uns, warum du leidest. Er versteht. Er kann mitfühlen. Aber die Frage ist, wie lange? Bis wann? Bis wann willst du noch in diesem depressiven, trauernden Zustand verharren? Das war die Frage, die Gott Samuel gestellt hat. Und nochmal, wenn Gott sich von was entfernt, dann ist auch Zeit, dass wir uns auch davon entfernen. Und das war auch der Fall hier für Israel. Es war Zeit, sich von diesem alten König, von diesem nicht mehr gesalbten König zu entfernen. Es ist in der Zeit, soweit manches Gutes, als auch manches vielleicht Schlimmes und Schlechtes, das du erlebt hast, zurückzulassen, zu verlassen, um Gottes Bestes zu empfangen. Amen. Und Gott fragt, wie lange noch, bis wann willst du Samuel dann in Traurigkeit? Denn wenn ich eins weiß über unseren Gott, Gott bewegt sich immer. Er ist immer am Wirken. Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind ständig am Wirken. Gott bleibt nicht in das Alte. Das Alte kann uns, wir bauen auf das Alte, die guten Traditionen, die guten Sachen, die Gott gemacht hat. Das ist nicht verwerflich, das versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass es schlecht war oder nicht gesalbt war. Aber Gott geht voran, er tut immer wieder was Neues. Es ist extrem wichtig, dass wir als Gemeinde, als Volk Gottes, die Zeiten und die Bewegungen Gottes erkennen. Wir sehen hier, dass Samuel so schlecht ging, dass er wirklich von Angst wie gefesselt war. Der war paralysiert von Angst. Er hat einfach Angst gehabt, wie soll ich jetzt den neuen König salben, wenn der alte König noch lebt? Er hatte riesen Angst, dass er umgebracht wird, dass diesen alten König Saul ihn dann einfach bestraft. Und er wurde in diese Angst richtig befangen. Und diese Passage sagt auch, er ging nach Bethlehem und die Leute in Bethlehem haben richtig Angst bekommen. Die ganze Älteste, die kamen auf ihn zu und sagten, kommst du in Frieden? Oder kommst du uns hier zu verdammen, zu bestrafen? Und er hat gesagt, ja, Frieden. Ja, Frieden. Also diese Angst hat sich eigentlich über die ganze Stadt Bethlehem verlagert. Was kommt jetzt? Und wir sehen einfach, der Stand zwischen der unbestreitbaren Salbung der Vergangenheit und die unaufhaltbare Salbung
der Zukunft. Und es war an der Zeit, diese neue Berufung, klare Berufung und Auftrag für die nächste Generation und für die neue Saison, das Gott hat, hineinzugehen. Und das tut er. Und das tut er. Manche von uns denken, wenn vielleicht nur die Person nicht da wäre, die mich stört, mein Chef, mein Kollege, oder in meiner Familie, diese nervige Situation, dieser Konflikt, wenn die vielleicht nicht da wären, dann hätte ich die Freiheit, hätte ich die Freude. Oder wenn nicht diesen geistlichen Leiter hätten oder der Pastor, der mir einfach nicht gefällt, dann wird alles besser. Und manchmal wünschen wir uns, dass Gott einfach Menschen von unserem Leben entfernt. Jemand hat gesagt, ganz lustig, hat gesagt, ein Pastor anscheinend, ja, hat gesagt, wir sind nur 2, 3 Beerdigungen entfernt von einer Erweckung. So funktioniert das nicht, mein Gott, mein Freund. Manchmal lässt Gott Personen in unserem Leben, um uns zu formen, um uns zu schleifen, um uns vielleicht auch demütig zu halten vor Gott, dass wir auf unsere Knie bleiben und Gott suchen und sagen, hey, ja, es ist schwer mit dieser Person, es ist schwer in dieser Situation umzugehen, aber deine Salbung schenkt uns deine Salbung. Gott nutzt auch solche Zeiten zum Guten. Und vielleicht sagst du, vielleicht jemand von uns tut sich hier schwer und sagt, warum müssen wir jetzt wieder verändern? Was verändern? Unsere Gemeinde geht doch gut. Warum sollen wir jetzt die Kleingruppen umstrukturieren oder diese Jahreszeiten und so weiter? Vielleicht tust du dich schwer mit Veränderung. Ich ermutige dich. Gott ist immer am Wirken. Gib Gott die Chance und gib auch deine Leiter, deine Gemeinde die Chance, dass was Neues, was Frisches entsteht. Ich glaube, dass es an die Zeit ist, dass wir mit ganzer Kraft, in ganzer Einheit diese neue, frische Salbung suchen. Ich gehe weiter. Aber Gott sagt zu Samuel, fülle dein Korn mit Öl und geh hin. Sag deinem Nachbarn, fülle dein Korn mit Öl und geh hin. Das ist Zeit für frische Salbung. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Das Zweite ist, die Salbung braucht eine Bestätigung. Ich habe echt große Bedenken, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hey, ich fühle mich dafür und dafür berufen, zum Beispiel das zu leiten und das zu leiten. Meistens habe ich Bedenken, weil wenn jemand eine Berufung hat, ist das sichtbar und dann, ich habe das immer so erlebt in meinem Leben. Meine Leiter oder Menschen sind auf mich zugekommen, Leiter, und ich habe mich gefragt, würdest du das machen, würdest du das übernommen? Ich habe mich nie für ein Amt bemüht oder beworben, sozusagen. Und ich glaube, das ist ein guter Prinzip, auch in dem geistlichen Dienst oder egal wo. Wenn Zeit ist einfach, dass Gott dich bewegt und bestätigt, dann wird er das bestätigen. Und Samuel kommt zu diesen Bethlehem-Leuten und sagt, weißt du, was wir machen müssen, ist, wir müssen zum Altar. Wir müssen Opfer bringen. Ist es nicht wunderbar, dass wir heute immer zum Kreuz dürfen? Zu diesem wunderbaren, altes, raues Kreuz. Und wir brauchen kein Schlachtopfer, sondern einfach wir uns Gott hingeben und sagen, Herr, hier bin ich. Und das ist, wo die Bestätigung, wo die Prüfung von der Salbung passiert. Ohne das Kreuz kann es mit der Salbung sehr gefährlich sein. Ohne, dass das Blut vorher fließt und uns prüft und uns reinigt und sicherstellt, dass wir rein gefestigt sind für Gottes Salbung, wird sehr schnell schräg und schwierig. Ich sage es immer wieder, ich denke generell, wir Pfingstler, Charismatiker, sagen wir jetzt Pfingstler, wahrscheinlich nicht die besten Seelsorger sind. Natürlich, wenn jemand mich fragt, hey, wir brauchen ein Gespräch und so, natürlich bin ich immer offen und nehme mir die Zeit so gut wie ich kann, Menschen zu helfen. Und ich habe das aber leider manchmal so erlebt, dass wenn Menschen nicht bereit waren, zum Kreuz zu gehen,
eigentlich das Einzige, was sie wollten in diese Seelsorgegespräche ist, die wollten eine Bestätigung von mir für das, was ich schon eigentlich festgenommen habe. Und oftmals war das sündhafte, einfach Irrwege, ob es Scheidung war oder andere Sachen. Ja? Und wollten eine Bestätigung von mir. Und ich konnte natürlich keine Bestätigung geben. Ich könnte nur sagen, das, was das Wort Gottes sagt, und nur warnen, tu das nicht, was gegen den Willen Gottes ist. Wenn es zum Beispiel um Scheidung geht, Gott hasst Scheidung. Ich würde nicht sagen, ja, mach das, ist egal. Gott liebt die Menschen sehr, die durch sowas durchgegangen sind. Und der versteht da auch euren Schmerz. Aber ich habe es oft so erlebt, Menschen wollen nicht zum Kreuz, wollen nicht Sachen ans Kreuz legen, wollen nur Bestätigung für das, was sie vorgenommen haben. Und so, ich bin kein solcher Seelsorger, der sagt, ja, mach das. Wir müssen alle zum Kreuz. Und da wird die Salbung auch geprüft. Wenn wir eine authentische, echte Salbung wollen, muss das durch das Kreuz geprüft werden. Das ist die einzige authentische Botschaft, die wir haben. Wenn wir Leute an uns binden, an unsere Begabung, menschliche Begabung, Charisma, Fähigkeiten, dann werden wir ausbrennen und dann werden wir den Menschen enttäuschen. Aber wenn wir lernen, den Menschen zum Kreuz zu bringen, ans Kreuz zu kommen, dann wird Jesus geehrt und da wird seine Gemeinde auch und sein Volk gesund. Es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht um Jesus. Amen. Und ich möchte es heute ein bisschen anders machen. Einfach hier und jetzt wollen wir einfach zum Kreuz kommen. Zuerst zum Kreuz und dann werden wir auch die Salbung empfangen. Und ich lade dich ein, die Salbung soll fließen, ohne zu verdünnen, ohne verwässert zu sein und ohne verunreinigt zu sein. Um das sicherzustellen, dürfen wir zum Kreuz. Zuerst war das Passafest und dann kam Pfingsten. Wollen wir das machen? Ich lade dich ein, lass uns gemeinsam aufstehen. Und lasst unsere Leiter einfach sehr unkompliziert und auch, wir wollen es auch zügig machen. Wer möchte, unsere Leiter, bitte kommt nach vorne, wir machen einfach 2, 3 Stationen, eine auf diese Seite und eine auf diese Seite. Und dürft einfach kommen, Abendmahl empfangen, auch hier direkt vorne stehen und auch wieder zu euren Plätzen. Ich weiß, ein bisschen ungewöhnlich und anderes, aber heute ist es so. Genau. Vater, wir danken dir für das Kreuz. Danke, dass das Kreuz wirklich uns reinigt und überprüft, dass wir immer wieder uns da bestätigen und prüfen lassen, in dem Kreuz uns ruhen lassen. Bitte, dass das ein heiliger Moment ist, wo er weiß, ja, ich bin gepflanzt, ich bin gerottet am Kreuz. Und da stehe ich fest. Amen. Fühlt euch frei und kommt einfach zum Abendmahl. Einfach Gottes Gegenwart wissen. Bitte kommt nach vorne, der möchte. So brach Samuel die ganze Bethlehemiter zum Alter und die haben Opfer dem Herrn gebracht. Und da war der Frieden Gottes da. Da wussten sie, er ist mit Frieden gekommen und einen ganz besonderen Auftrag, jetzt diesen neuen König zu finden und zu salben. Und das Dritte, was eine göttliche Salbung, eine frische Salbung braucht, ist Einheit, Einigkeit. Es entstand eine Einigkeit in diesem Bethlehem, Dorf und Stadt. Und dann haben sie sich auf den Weg gebracht, einfach diesen König zu finden und zu salben. Einheit ist so wichtig. Wisst ihr, Liebe, das Königreich des Feindes, die ist ungeteilt. Alle Dämonen und Kräfte sind gerichtet gegen das Werk Christi, gegen die Kirche Gottes. Und die sind am Wirken und die sind am Zerstören, die versuchen mit allem Möglichen Gottes Werk aufzuhalten.
Wie können wir uns als Volk Gottes leisten, uneinig zu sein? Das geht nicht. Wir müssen um jeden Preis. Die Bibel sagt, befleißigt euch um die Einheit. Befleißigt euch. Macht alles Mögliche, dass die Einheit da ist, damit die Salbung fließen kann. Wie können wir das machen? Ganz klar sagt Gott, wir brauchen frische Salbung. Fülle dein Korn mit Öl und geh hin. Das macht uns stark. Und so geht dieser Samuel ins Haus Isais und fängt an, nach dem König zu suchen. Und da kommt der Erstgeborene und der Zweitgeborene und so weiter. Die ganzen Söhne. Hier werden so 4 erwähnt. Namentlich, aber wir wissen, dass es mehr Söhne gab. Ja? Und Gott sagt aber, nein, ist nicht der Erste, der Erstgeborene. Ich will nicht die Selbstambition sagen. Dann kommt der Zweite. Ich will nicht die Überheblichkeit salben. Der Dritte. Ich will nicht den Ungehorsam salben. Und schon gar nicht das Unmoral, das Unreine salben. Und so geht es weiter. Und am Ende sind alle Söhne durch. Und Samuel sagt zu Isais, Gott hat mich in deinem Haus geschickt. Hast du keine Söhne mehr? Sind das alle? Der sagt, einer habe ich noch. Aber der ist nichts Besonderes. Ist ein Hirtenjunge, ist ein Träumer, ist ein Musiker, der einfach lebt so in seine Träume, in seine künstlerische Begabung. Und das ist hier eine Stelle, die mich wirklich begeistert und die ich liebe. 1. Samuel 16,7. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, nicht auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Hier spricht er über Saul natürlich. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Den Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Halleluja. Gott ist es wichtig, unser Herz. Er schaut tief hinein in unserem Herz, was uns bewegt, was unsere Herzensmotivation ist. Warum wollen wir das tun, was wir tun? Warum dienen wir Gott? Und wir brauchen Einheit für die Salbung. Ohne Einheit bleibt die Salbung nicht bestehen. Psalm 133, ein Wallfahrtslied von David, der das erlebt hat, wie wunderbar ist, wenn die Salbung fließt in Einheit. Siehe, wie fein und wie leiblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf das Haupt des herabfließt, in den Bart, der Bart Aarons, der herabfließt von dem Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt und auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Wer von uns möchte kein Segen und ein reiches Leben? Da braucht es Einheit. Die Salbung fließt dort, wo Einheit herrscht. Und das wollen wir auch erleben. Wir brauchen frische Salbung für die Zukunft. Ich brauche es persönlich. Ich glaube, wir als Gemeinde brauchen es immer wieder. Denn Gott macht immer wieder was Neues. Es gibt neue Saisons von Gottes Wirken. Und wir stehen am Start so eines Saisons. Wir brauchen diese frische Salbung. Und Gott geht es wirklich um das Herz. Diese Wasserflasche ist wunderbar. Ich bin sehr durstig gerade. Das hat mir jetzt gerade wirklich gut getan. Ein großes Bedürfnis jetzt gestillt. Und das ist genauso soll es sein. Auch in unserem geistlichen Leben. Die Sache ist, wenn diese Flasche leer ist, dann ist sie eigentlich dann wertlos. Das ist, du sagst ja, da gibt es noch der 15% Pfand. Ja, ich weiß, in Deutschland gibt es den Pfand. Die Flasche ist aus Amerika. Ne? Ich habe es letzte Woche irrtümlich eine Flasche mitgenommen, die war aus Amerika und wollte sie beim Aldi einwerfen und da kam es immer wieder raus und immer wieder raus. Und wieder irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist keine deutsche Flasche, dafür gibt es kein Pfand. Also, die ist tatsächlich wertlos ohne den Inhalt. Und so ist es auch
im geistlichen Leben. Es ist nicht so, versteht mich nicht falsch, nicht, dass wir wertlos sind. Definitiv nicht. Aber was drin ist in uns, der Inhalt, ist viel wichtiger als das, was von außen ist. Auf diese Verpackung. Die Verpackung kann sehr schnell wertlos sein. Und so ist auch in der Salbung. Wir brauchen die frische Salbung von Gott. Ich möchte die Band nach vorne bitten. Psalm 23, 5 sagt: Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Mein Haupt mit Öl gesalbt, das ist für uns. Wir brauchen es. Immer wieder neu zu empfangen von Gott. Und dann, wenn unser Becher überfließt, ist das für unsere Mitmenschen. Ist das für die Welt? Ist das für die Verlorenen, für die Berührung Gottes brauchen? Und deswegen brauchen wir frische Salbung, damit wir überfließen, damit wir was zu geben haben an die Menschen in Not. Und wir glauben ganz fest, wir haben dafür gebetet, wir haben dafür von Gott erwartet. Und wir glauben, dass wir eine frische Salbung brauchen, heute mit einem frischen Öl, wir heute gesalbt werden dürfen, für die das vom Herzen wollen. Ich möchte noch mal kurz diese Zutaten. Die Zutaten von diesem Öl. Was ist eigentlich in diesem Öl drin? Das ist so wunderbar. Das habe ich auch nicht so lange nicht mehr so angeschaut. Das eine ist Myrrhe. Das repräsentiert den Frieden Gottes. Dann ist da drin Weihrauch reingemischt. Das repräsentiert die priesterlichen Gebete und Fürbitten. Dann ist drin Cassia für die Hingabe und die Treue an Gott. Dann ist es drin Hyssop für Reinigung und Ermächtigung durch das Feuer des Heiligen Geistes. Lavender ist drin und repräsentiert die Anbetung und den Lobpreis Gottes. Granatapfel repräsentiert die Gunst und den Segen Gottes über dein Leben. Und dieses Ganze ist gemischt mit diesem tragendes Öl, das sogenannte tragendes Öl. Und das ist Olivenöl. Und was ist das Typische für das Olivenöl? Das muss gepresst werden. Das wurde gepresst, was wiederum wunderbar repräsentiert. Das, was für Jesus für uns am Kreuz getragen hat. Und das ist diese starke Symbolik in dieser Salbung. Wir machen hier nichts Magisches oder so, sondern es ist einfach ein Symbol. Aber Gott nutzt gerne solche Symbole und solche heilige Momente in Begegnungen und vielleicht für uns was greifbar zu machen, was im Geistlichen geschieht. Genauso wie bei der Taufe, genauso wie die Bestätigung mit der Zungenrede bei der Geistestaufe. Gott nutzt gerne solche Zeichen, einfach um uns sichtbar zu machen, was er gerade bei uns tun möchte. Ich freue mich auf diese Zeit. Wir starten gleich in diese besondere Zeit. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen. Eine der ersten Assemblies of God Missionare, unsere Schwesterbewegung, Pfingstbewegung, in die 50er Jahren, die wollten unbedingt in die Mission, haben eine große Berufung für die Mission verspürt. Nun, damals in dieser Zeit, diese ersten Jahre der Mission, haben die Regelung gehabt, dass sie keine Missionare aussenden, die kleine Kinder haben. Dieses Ehepaar, die waren so berufen und so voller Leidenschaft für die Mission, aber sie hatten ein kleines Baby. Und sie dürften nicht, und das hat sie betrübt. Von einer Seite, von der anderen Seite, sie waren treu, sie haben trotzdem gedient, sie waren Pastoren einer Gemeinde, haben Gott gedient und gewartet, bis ihre Zeit kommt für die Mission. Und eines Tages wurde das Baby sehr schwer krank. Das verschlechterte sich sehr schnell. Und die fuhren mit ihrem Auto in dem naheliegenden Krankenhaus. Und sie mussten schnell hingehen und er kriegt einen platten Reifen in seinem Auto, gerade da, wo sie so in Not waren.
Sein Name war Charles und Mary Greenway. Dieser Mr. Greenway, Charles, hat sich dann natürlich da gebeugt und versucht, so schnell wie möglich diesen Reifen zu wechseln. Aber es ging nicht schnell genug, es fühlte sich wie die ganze Ewigkeit. Und in der Zwischenzeit merkte er, dass manche Bekannte, vielleicht sogar manche Geschwister vorbeifahren, aber entweder gar nicht merken, dass er da ist, oder manche einfach nicht stoppen, um ihm zu helfen. Aber er hat keine Zeit, groß darüber zu denken, er muss so schnell wie möglich diesen Reifen reparieren. Seine Frau sitzt auf dem Rücksitz mit dem Baby in den Händen und das Baby ist am Sterben. Der tut und der macht und irgendwann ist er fertig. Er hebt sich, schaut seine Frau an, sie ist voller Tränen, denn das Baby ist gerade gestorben. Und er fällt in sich zusammen, legt sich vorne aufs Auto und schreit diese Frage, die wir alle machen, schreien würden: Warum Gott? Warum Gott? Du weißt doch, dass wir dir dienen wollen. Du weißt, dass wir alles für dich geben würden. Aber warum das? Warum so schrecklich und brutal? Der kriegt keine Antwort auf diese Frage natürlich, wie die meisten von uns keine Antwort auf diese wahren Fragen. Aber eines hört er. Stimmt, er hört eine Stimme, die ihm sagt, und vielleicht spricht das zu jemandem heute. Diese Stimme sagt ihm: Ich werde nicht zur Hölle gehen wegen einem Mysterium. Ich werde nicht zur Hölle gehen wegen einem Geheimnis. Und irgendwie schaffen sie das dann als Ehepaar, sich wieder aufzurichten. Diese Trauerzeit. Irgendwann kommt die offene Tür und sie dürfen gehen, sie dürfen in die Mission gehen und sie sagen ja. Sie gehen und die Frucht von ihrem Gehen, von ihrem Dienst sind heute 13.000 Gemeinden, 13.000 Gemeinden, 35.000 Bibelschüler und Studenten und unzählige Tausende von Menschen, die errettet wurden durch ihren Dienst. Vielleicht sagen wir: Pastor, das ist brutal, das ist hart. Ja, es ist unaussprechlich, es ist hart. Warum, kann niemand von uns beantworten. Aber auch für solche Zeiten brauchen wir eine frische Salbung von Gott, um solche Zeiten auch bestehen zu dürfen. Und wir wissen, solche Zeiten kann sehr schnell kommen, haben wir auch erlebt. Ich möchte euch einladen, gemeinsam aufzustehen und auch unser Gemeinderat nach vorne zu bitten. Leider können nicht alle heute da sein, aber die da sind, bitte kommen nach vorne, auch mit Ehepaaren, bitte. Genau. Ich habe wieder unserem lieben Stefan Schumacher gebeten: Stefan, würdest du einfach als Start in diese Salbungszeit einfach kommen und einfach uns als Gemeinderat segnen und salben, als Repräsentant von der Gemeinde und als ordinierender Pastor? Da wollen wir gerne, dass du uns salbst, und dann machen wir die nächsten Schritte.